Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen im Allgäu unterwegs. Ja, heute nicht mehr bei Oberstaufen, sondern bei Sonthofen. Und für heute haben wir uns eine kleinere Runde rausgesucht, mit weniger Anspruch, sagen wir mal, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich auch viel zu sehen, weil die letzten 3 Tage waren anstrengend genug. Und es soll unter anderem auf dem Holzweg durch den Moorbirkenwald gehen. Genau, also in der Beschreibung stand auch drin, frei von Steigungen. Das war für heute ein wichtiges Kriterium für uns. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal die Tour und ja, wenn ihr wissen wollt, wie sie ist. Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war in Burgberg am Fuße des Gründen. Nach einem kurzen Stück durch den Ort ging es für uns weiter über Wiesen und Felder. Wir wanderten nun immer zwischen Gründen, hier rechts des Weges, und dem Mittag, hier links des Weges, entlang. Es sollte auch nicht lange dauern, da erreichten wir den für das Video namensgebenden Holzweg, welcher uns durch ein idyllisches Moorbirkenwäldchen geleitete. Kurz nach dem Holzweg kündigte sich schon gleich ein weiteres Zwischenziel an, welches sich ganz in der Nähe befand: der Agathazeller Flugplatz. Bevor wir diesen jedoch erreichten, kamen wir zuerst noch ins Örtchen Agathazell. Unsere geplante Route hätte uns hier direkt wieder aus dem Ort herausgeführt. Wir entschieden uns aber spontan für einen Abstecher zur Kirche St. Agatha, eine kleine denkmalgeschützte Kirche, deren Mauerwerk teilweise noch aus dem Mittelalter stammt. Hinter Agathazell hatten wir dann auch einen schönen Blick auf den Mittagberg. Genau, da hinten seht ihr den Mittag, ganz oben die Bergstation des Sesselliftes und da sind wir dann bei unserer letzten Tour hier vorne rüber sind wir runtergekommen. Anstrengend war es. Das war mal etwas anderes. Der Wanderweg führte nicht am Flughafen vorbei, sondern mitten über die Start- bzw. Landebahn hinüber. Nette Wegführung. Und nun kamen wir zum lauten Teil der Wanderung. Wir erreichten die nahe Bundesstraße. Unter dieser ging es zunächst hindurch und dann zwischen dem Fluss Iller und der Straße entlang.
Auf der einen Seite Flussidylle, auf der anderen die Blechlawine. Am Ende des Abschnittes ging es dieses Mal über die Bundesstraße hinüber, wieder in Richtung Burgberg. Und wir beschlossen spontan, den Weg etwas abzukürzen. Ja, der vorgefertigte Weg wird jetzt hier drüben durch Ortwang nochmal durchlaufen, um dann hier quasi quer über die Felder weiter nach Burgbach zu laufen. Wir kürzen jetzt einfach ab. Wie im Video gesehen, liegt die Wanderung zwischen den Bergen Grünten und Mittagberg im Osten bzw. Westen und den Städten Immenstadt und Sonthofen im Nordwesten bzw. Süden. Von Burgberg aus ging es unter anderem durch ein Moorbirkenwäldchen, durch den Ort Agatha-Zell, über einen Flugplatz und entlang der Iller wieder bis nach Burgberg. Hier seht ihr auch nochmal den ausgelassenen Teil der Strecke. Im Vergleich zur Originalroute war unsere Variante gerade einmal 700 Meter kürzer. So, da haben wir es geschafft. Die kleine Auslaufrunde ist geschafft. Ja, wobei die kleine Auslaufrunde war jetzt doch wieder gut warm, sich doch ein bisschen gezogen hat am Ende, aber man ist schön durch die Felder gekommen, durch die Wiesen, der Abschnitt über den Holzweg, ja, der war richtig, richtig toll. Also da Genau, das kleine Wäldchen, ja. Hätte man auch verweilen können, aber wir wollen Genau. heute noch ein bisschen was anderes machen. Der Teil an der vielbefahrenen Bundesstraße lang war ja nicht ganz so schön. Ja. Aber Am Fluss lang ganz nett eigentlich. ja, wie gesagt, so zum Auslaufen kann man das alles machen. Am Schluss haben wir noch ein bisschen abgekürzt. Ich hatte ja eine Route rausgesucht aus dem Kompass Wanderführer Allgäuer Alpen. Haben wir ein bisschen modifiziert. Wir haben die Kirche mitgenommen zwischendrin und haben jetzt am Schluss einfach den einen Bogen über die Felder noch mal rausgelassen, sind geradezu nach Burgberg zurück. Ja, und so wie wir gelaufen sind, hat man die Felder auch auf der Seite schön gesehen. Also es ist auch so schön zu gucken. Der Bogen muss nicht unbedingt sein. Ansonsten die Berge rundherum nach wie vor Ja. top. Genau, das, ja. Und Kinderwagen tauglich. Über weite Strecken Kinderwagen. Noch eine Stelle, wo ich gesagt habe, vielleicht nicht, aber insgesamt. Nur unter der Straße durch, der Rest war Genau. eigentlich ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.